Hallo zu Ask an Artwork. Heute geht es um eure Fragen zu Lucas van Valkenborghs Gemälde Viehweide unter Bäumen. Und eins sei schon mal vorweggeschickt, auf dem Bild ist einiges los und ganz so idyllisch, wie es vielleicht erstmal den Anschein hat, ist es auch nicht. Lasst uns gleich starten. Ja, welchen Ort zeigt das Gemälde? Seichte Hügel und Wiesen im Wald, auf denen Kühe und Pferde grasen. Eine wasserreiche Gegend, der Bach und der See, der den lauschigen Ort von den steinernen Gebäuden einer Stadt im Hintergrund trennt. Der Maler Lucas van Valkenborgh hat detailverliebt die Pflanzen- und Tierwelt wiedergegeben. Fahne, Buschwindröschen, Wasserlilien und vieles mehr lässt sich entdecken. Das Ganze hat eine Atmosphäre, wie wir sie aus dem echten Leben unter lichtbeschienenen Laubkronen kennen. Mich erinnert diese Landschaft aus dem 16. Jahrhundert an meine Heimat, das Rheinland. Und tatsächlich war Valkenborgh 1573, dem Entstehungsjahr dieses Gemäldes, in Aachen, wo ich aufgewachsen bin. Der Maler machte dort als Geflüchteter in den Wirren der europäischen Religionskriege Station. Aus seiner Heimat Flandern hatten ihn wohl unter anderem die heftigen Bilderstürme der Reformationszeit vertrieben. Als Landschaftsmaler sollte Valkenborgh groß Karriere machen, wurde Hofmaler bei einem österreichischen Erzherzog und starb nach einem bewegten Leben, das ihn durch ganz West- und Mitteleuropa führte, hier in Frankfurt. Ja, was macht die Schlange in dieser harmonischen Waldidylle, wie das Bild häufiger mal beschrieben wurde? Wie gesagt, so harmonisch geht's hier eigentlich eben nicht zu und die Schlange ist das eindeutigste Zeichen dafür. In der Bibel gilt sie schließlich als Verkörperung des Bösen schlechthin und verführt Adam und Eva zum Sündenfall. In Valkenborghs Gemälde reiht sich die Schlange in die Darstellung von Salamandern, Fröschen, Schnecken, auch Insekten, Fischen und Vögeln und eben Nutztieren, Kühen, Schweinen und Pferden ein. Angesichts dieser tierischen Zusammenschau hätte ein Betrachter des 16. Jahrhunderts sofort an die Schöpfungsgeschichte der Bibel gedacht. Dort heißt es im Buch Mose über die Fische des Meeres, die Vögel des Himmels, über das Vieh, über alle Kriechtiere, die auf Erden kriechen, solle der Mensch als Abbild Gottes walten. Aber wie steht es um die Menschen hier? Schildert Valkenborgh sie als Krone der Schöpfung? Man muss sich nur mal die Gruppe ganz hinten rechts im Bild anschauen, um das klar zu verneinen. Da läuft eine Bauersfamilie und der Vater in der damaligen Rolle des Familienoberhauptes hat augenscheinlich so sehr über die Stränge geschlagen, dass er gestützt auf seine Frau und seinen Sohn dahin torkelt und man kann es nicht anders sagen, im Strahl kotzt. Bei aller Naturschönheit, Valkenborgh nimmt hier kein Blatt vor den Mund und er bedient sich an den Bildern der Bauernsatiren seiner Zeit, die, das Tier im Menschen auf ziemlich drastische und gemeine Weise vor Augen führen sollten. Dass das Paradies verloren ist, daran erinnert also nicht nur die Schlange im Bild. Die Szene im Zentrum von Valkenborghs Gemälde, die wirkt auf uns heute ziemlich seltsam. Eine Bäuerin hockt vor ihrer Kuh, hat sie gerade gemolken und ein Bauer lehnt machoartig grinsend gegen das Tier. Und die Milch, der mühsam gefüllte Milchkrug, der ist gerade umgekippt und läuft aus. Warum, haben sich viele von euch gefragt. Auch hier bedient sich Valkenborgh an einem Motiv, was im 16. Jahrhundert weit verbreitet war und ganz klar sexuelle Untertöne hatte. Melkende Milchmagd trifft auf Mann. Melken, das konnte damals im Niederländischen und Deutschen so viel wie verführen, anlocken heißen. Jemanden melken, das lässt sich bis heute ziemlich explizit sexuell verstehen. Keine Frage also, die Menschen in Valkenborghs Gemälde, die erscheinen als christliche Sünder, getrieben von der Lust des Fleisches und dem Stachel der Sünde. Und diese Motive des Übergebens und Auslaufens, die verbildlichen, dass sie die Grenzen des guten Benehmens nicht kennen, dass sie sich selbst nicht im Griff haben. Man muss dabei bedenken, dieses Gemälde wurde für Stadtbürger und Adlige gemalt. Wie müssen wir uns die damals Privilegierten und Wohlhabenden als Betrachterinnen und Betrachter des Gemäldes vorstellen? Blickten sie auf die Figuren der Bauern und den Schweinehirten links im Bild herab? Klopften sie sich dabei selbst schmunzelnd auf die Schulter und fühlten sich überlegener als die zivilisierte Landbevölkerung in so einem Gefühl von einer moralischen Überlegenheit des eigenen gehobenen gesellschaftlichen Standes? So betrachtet erscheint mir das Gemälde ganz schön unsympathisch, um nicht zu sagen problematisch.
Was uns Falkenborgs Gemälde heute sagt? Naja, den Blick auf die anderen in der Gesellschaft, den kennt jeder Einzelne von uns nur zu gut. Wir leben zwar nicht mehr in der Ständegesellschaft. Bestimmte Berufe oder Schichten, in die man hineingeboren wird, verpflichten nicht mehr ein Leben lang. Aber soziale Unterschiede und die damit verbundenen Vorurteile und Überlegenheitsgefühle, die bestimmen bis heute unsere Realität. Spannend ist, dass in Falkenborgs Gemälde dabei ein warnender Zeigefinger mitschwingt. Denn den hochbürgerlichen oder adligen Betrachter damals hätte die Figur des Bauern immer auch an den alten Adam erinnert. Adam wird ja von Gott nach dem Sündenfall zu harter körperlicher Arbeit, zur Beackerung der Felder verdammt. Der Bauer war damit immer auch Sinnbild der Sündigkeit aller Menschen. Der sündig gewordene Adam steckte potenziell in jedermann. Da halfen auch keine Macht und kein Geld der Welt. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr das nächste Ask an Artwork nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Mehr zu unserer Sammlung gibt es wie immer in der digitalen Sammlung. Tschüss, bis bald!